Herzlich willkommen zu Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch. Guten Morgen, heute wieder ein Samstag-Podcast, Mutmacher im Gespräch, und ich freue mich, dass ihr so zahlreich zuhört. Begrüßen darf ich heute den Martin Schäfer von Schäfer Gerüstbau GmbH. Und wir kennen uns schon viele Jahre, haben uns aus den Augen leider verloren, aber jetzt haben wir uns wieder getroffen. Lieber Martin, stell dich mal bitte vor. Ja, vielen Dank, Walter, für die Einladung. Mein Name ist Martin Schäfer. Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder mit 9 Jahren. Das sind Zwillinge. Zu mir als Person im Gerüstbau. Wir machen das jetzt, oder ich mache das seit 20 Jahren mit dem Gerüstbau. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ja, wir haben uns da früher mal, ich weiß noch genau, im Hotel Merane war da eine CT Pro Schulung ganz in der Nähe von deinem Standort, und dann hat mich der Mario Lehmann gefragt, komm, wir fahren da noch zu dem Walter Stuber hin. Der hat da auch was Interessantes. Und so sind wir damals, schlage ich die Brücke, sind wir damals zusammengekommen. Da haben wir uns zum ersten Mal persönlich damals gesehen. Ja, zu unserer Firma. Wir sind hier im Süden von Deutschland tätig, teilweise auch überregional, aber das hängt natürlich einfach von dem Projektvolumen ab. Ja, das zu meiner Person und zu unserer Firma erstmal. Du hast ein ganz tolles Projekt gemacht, wo ich also auch verfolgt habe und auch näher angeschaut. Das war der Münchner Olympiaturm. Erzähle mal kurz, wie du an so einen Auftrag gekommen bist. Ja, das waren ja 2 Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt, der war eher, ich sage jetzt mal, einfacher. Ja, da ging es ja nur um die Bearbeitung, ich sage jetzt mal, zwischen den Ebenen. Ja, da haben wir ein Gerüst reingestellt, das für die Untersicht und für die Außenkanten da war. Da waren wir ganz zu Anfang natürlich mal in der Beratung mit vor Ort und haben dort die Ausschreibenden damals unterstützt bei der ganzen Geschichte. Auch das Ingenieurbüro war da wir waren da zusammen und haben uns beraten, wie kann man sowas überhaupt lösen. Ja, also ja, war auch für mich ein sehr spannendes Projekt. Ja, wie kommt das Material denn überhaupt dahin? Ja, der Kran ist zu niedrig und der Aufzug zu klein. Da ging es dann mit Schrägseilwinden und so weiter, haben wir dann das Material da hochgebracht. Aber das war, ich sag mal, 2016, 15, der erste Bauabschnitt, war das schon so ein Highlight in unserer Firmengeschichte, ja. Das, wo wir zuerst mal so richtig, vielleicht auch mal mit damals Beiträgen bei RTL und Sat.1 dann auch, dass man auf uns aufmerksam wurde, ja. Was begeistert dich denn so in deinem Beruf? 20 Jahre, du hast ja dann vorher was anderes gemacht, oder warst du schon immer im Gerüstbau? Nein, ich habe schon immer körperlich gearbeitet, sage ich jetzt mal. Ich bin auf der Landwirtschaft groß geworden, im elterlichen Nebenerwerbsbauernhof. Ja, muss man da relativ früh alles können und alles mitarbeiten, und habe dann eigentlich eine Lehre als Anlagenelektroniker gemacht. Aber das war dann nicht so meins, in so einer Produktionshalle da drin zu arbeiten und Endschalter anzuschließen oder Schaltschränke. Das war dann nicht so meins, und dann hat es mich relativ schnell raus auf Baustellen getrieben. Da war ich dann auch, ich sage jetzt mal, im Stromnetz unterwegs, habe da Strommasten, so 20 kV Leitungen. Mit den Steigeisen bin ich da die Holzmasten hochgeklettert. Das habe ich schon gemacht. Und dann war ich auch mal in einer Holzbaufirma, habe dort dann mit den Autokran gefahren, habe dort die so Fertighäuser aufgestellt.
Genau, und dann bin ich irgendwann in den Gerüstbau reinbekommen. Und was mir da so besonders gefallen hat, dass du eigentlich ja am Abend immer was gesehen hast, was du getan hast. Ja, du hast viel gesehen, ja, und du warst immer, also es hat mich immer befriedigt, wenn am Abend oder wenn man, je nachdem, wie viel man, ob man mal zwei kleinere Häusler gemacht hat damals, wo man angefangen hat, du hast halt immer was gesehen, ja. Und ich bin da rumgekommen, ja. Ich habe nicht jeden Tag, ich sag mal, das Gleiche gesehen. Das hat mich damals eigentlich immer, ja, das war schön, ja, von dem her. Du bist jetzt in den letzten Jahren gewachsen. Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du momentan? Wir haben derzeit knapp 200 Leute. Das ist eine ordentliche Größe für einen Gerüstbauunternehmer. Da bist du bei den ja Top 30 dabei mindestens, ja. In Deutschland vielleicht sogar weiter unten in den Tops, ja, von den Mitarbeitern. Ähm, Jetzt, wie organisierst denn du so deinen Morgen? Was ist so deine Morgenroutine? Meine Morgenroutine. Ich stehe auf, ich dusche, ziehe mich an, dann trinke ich ein heißes Glas Wasser und dann habe ich wahrscheinlich einer der kürzesten Arbeitswege, den Mitarbeiter oder Arbeiter so haben können, weil ich Fluch und Segen zugleich. Ich wohne direkt an unserer Betriebsstätte in Memmenhausen und habe eigentlich nur circa 35 Meter bis zu meinem Büro, wo ich dann von meinem Haus eben herlaufe und dort in meinem eigentlich gleichen Büro bin, wo ich mir dann zuerst eine Tasse Kaffee hole. Ich frühstücke nicht, falls das deine nächste Frage ist. Ich frühstücke nicht. Okay, also ich habe einen ähnlichen Unternehmer, der trinkt in der Früh, habe ich auch einen Podcast gemacht, der kommt aus der See in der Nähe von Rostock, der trinkt in der Früh auch ein Glas Wasser, wohnt auch in der Firma, hat aber so 15 Minuten in die Firma zu laufen, ja, also ein bisschen weiter. Und wir haben über das Thema Morgenroutine in unserem Mastermind-Gruppe gesprochen mit dem Tom Köhler zusammen. Und da hat einer gesagt, ich gehe abends noch mal barfuß. Und dann haben wir gestern telefoniert und habe ich gesagt, hey, das wäre doch was, 15 Minuten barfuß in die Firma zu gehen. Als Morgenroutine, mal was anderes. Ja, Ja, da bist du auf jeden Fall wacher. da bist du wacher, ja, genau. Geerdet bist du dann. Wie schaffst du das so jeden Tag, motiviert zu sein, in die Arbeit zu gehen? Fangst du um 7 an oder um 6 oder um 8? Also ich habe das wirklich jahrelang geschafft, eigentlich um 4 Uhr aufzustehen und um 5, also manchmal teilweise um halb 5 schon im Büro zu sein. Mhm. Ja, also das habe ich bis vor einem Jahr so ungefähr habe ich das durchgezogen. Ja, ich sage mal, mein Tag beginnt so circa um 5 Uhr derzeit und dann schaue ich, dass ich um halb 6, also 5:30 Uhr bin ich dann spätestens im Büro, weil da ist dann immer alles ruhig. Mhm. Ja, ich habe ja Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, mit dem operativen Geschäft habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe keine Projekte, ich habe keine Bauleitung. Meine Aufgabe ist es, für die Schäfer Gerüstbau GmbH, ich sag mal, den Vertrieb zu organisieren und die nötigen Aufträge an Land zu holen, dass wir eben genügend Arbeit haben. Das ist also lieber der Geschäftsführertätigkeit, meine Haupttätigkeit natürlich, die ich hier im Unternehmen habe. Was ist so jetzt in 20 Jahren 200 Mitarbeiter? Das ist schon eine hervorragende oder herausragende Leistung. Wo geht denn deine Vision hin? Also ich habe vor kurzem mal einen Unternehmer getroffen in der Reinigungsbranche, kenne ich auch viele Jahre, der hat gesagt, wenn ich 500 Mitarbeiter habe, dann kaufe ich mir einen Porsche. Aber erst bei 500. Was ist denn so deine Vision? Wo willst du hin in der Größenordnung jetzt? Also meine Vision ist es jetzt nicht, ich sag mal, weiterhin so zu wachsen, wie wir schon gewachsen sind. Wir haben jetzt einfach ich sag mal, eine Größe, wo wir es eigentlich, ich sage jetzt mal, fast alle Baustellen bedienen können. Wenn wir jetzt mal irgendeinen
sag mal, wir können uns jetzt ja nicht vergleichen mit den Big Playern, einem Big X oder einem Bilfinger. Aber wir können auf jeden Fall fast alle großen und komplizierten Projekte in Deutschland abbilden, haben sämtliche Leistungen im Portfolio, haben uns da in der letzter Zeit natürlich auch sehr viel mit Traggerüsten und also auseinandergesetzt und sind da auch mit den Traggerüsten in den Umsätzen ordentlich gewachsen. Aber wenn du mich jetzt fragst nach meiner Vision, dann ist meine Vision nicht 1000 Mitarbeiter. Da hätte ich auch im Moment überhaupt gar keinen Magen dazu, ja, in der Situation, in der sich die Baubranche gerade im Moment befindet, dort über unheimliches Wachstum zu reden. Also wir wollen moderat wachsen, weiter wachsen und wir wollen effektiv werden. Wir wollen serviceorientiert werden. Wir wollen, was wir auch schon sind, wir wollen einfach eine absolute Leistung unseren Kunden bieten, die dann zu einer hohen Zufriedenheit führen soll. Ja, aber jetzt, ich sag mal, wenn du mich jetzt nach Mannstärke fragst, dann kann ich dir das heute nicht wirklich beantworten. Ob das mal irgendwann 300 sind, das kann ich nicht sagen. Wir beschäftigen ja auch den einen oder anderen Nachunternehmer, ausgewählte Nachunternehmer. Ich weiß auch nicht, wie das da weitergeht, ob man dann mal vielleicht überlegt, da wieder mehr eigene Leute zu haben. Aber das sind Entscheidungen, die wird man die nächsten Jahre treffen, auch so wie es natürlich die Lage, sage ich jetzt mal, in unserer Bauwirtschaft natürlich auch zulässt. Ja. Jetzt bist du natürlich, ich finde das immer spannend, also der Frank Kolbenschlag zum Beispiel, der hat also schon zweimal das Gerüstsystem gewechselt, ja. Du hast ja jetzt auch das Gerüstsystem gewechselt. Was war für dich den Anlass, das System zu wechseln? Also der Anlass, das System zu wechseln. Ich habe mir vorgestellt, wie ich die TRBS umsetze, ja, dass jemand in voreilenden Seitenschutz das technisch irgendwie übers MSG macht, und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir da vorgestellt, ich muss da die Leute jeden Tag ermahnen, muss Abmahnungen aussprechen, muss da konsequent sein, weil ich will ja konsequent sein. Ich meine, das ist ja ein Geschäftsrisiko, wenn wir jetzt da draußen die Leute machen lassen, was sie früher, teilweise heute noch tun. Ja. Ich fahre ja nicht mit verbundenen Augen durch Deutschland. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jemand das MSG nutzt. Ja. Weil, okay, wie oft sind wir auf der Baustelle, werden wir dazu, ich sag mal, angehalten, bau mal hier schnell was um, mach mal da, bau mal die 2 Felder zurück, mach mal hier schnell. Wir haben Bauvorhaben, die sind einen halben Kilometer lang und 100 Meter breit tief. Da bist du von Haus A bis Q unterwegs, und dann bist du mit dem Teil unterwegs, ja, und konnte mir das einfach nicht vorstellen, ja. Und damals hat es eben da nicht wirklich die richtigen Antworten von meinem damaligen Gerüstlieferanten gegeben dazu. Und ja, da habe ich mir halt mein Heil, sage ich mal, und meine Zukunft und die Lösung in dem Peri-Stil gesehen, in dem neuen System, ja. Gut. Jetzt, wie planst du heute deine Projekte? Wie bist du digital schon unterwegs? Hast du schon digitale Umsetzung gemacht oder bist du noch ein Betrieb jetzt? Du bist ein junger Betrieb. Hast du noch deine Akten im Schrank stehen oder wie weit bist du da vorangegangen jetzt schon? Also es gibt noch Akten, ja, es gibt noch Akten, die begrenzt das, was der Bauleiter draußen arbeiten muss, wenn er jetzt, ich sage jetzt einfach mal, zu den Infofix bei den Kunden draußen ist. Ich meine, es gibt ja gewisse Sachen, die einfach ausgedruckt sind, ja, die sind einmal ausgedruckt, aber es sind auch alle in PDF, also sind auch alle im Projekt abgespeichert und jederzeit wieder dort auffindbar. Ja. Also wir sind nicht ganz papierlos an der Stelle. Du hast vorher die Planung angesprochen. Also in der Planung sind wir sehr digital. Wir versuchen eigentlich dort immer 3D-Modelle
vom Kunden zu bekommen, um dort dann eigentlich unsere Gerüstplanung gleich zu platzieren und um sie dann mit unseren Kunden zu besprechen und mit den Baubeteiligten, mit den Gerüstnutzern eigentlich abzustimmen, dass dann die Baustelle auch das richtige Gerüst bekommt. Jetzt hast du erzählt, du hast 2 Kinder, 9 Jahre. Jetzt natürlich denkt man wenn man 50 ist, ja gut, wenn ich 65 bin, haben die ein gewisses Alter. Denkst du heute dran schon, dass deine Kinder mal den Betrieb übernehmen, oder sagst du, das interessiert mich jetzt gar nicht, ich arbeite jetzt und wenn sie Interesse haben, dann steigen sie ein? Genau so Letzteres. Also ich werde meine Firma, ich sage jetzt mal, bin dabei, die so umzubauen, dass wir dort einfach was Gutes übergeben können. Wie gesagt, die Kinder sind 9 Jahre alt. Mein Sohn ist mega, ich sage jetzt mal, interessiert an Maschinen, Fahrzeugen. Der ist interessiert, macht überall mit, aber es kann ja auch schnell woanders hingehen, weil er sich was anderes überlegt. Meine Tochter, ich sage jetzt mal, die hat da überhaupt gar keine Ambition. Das kann sich aber genauso ändern, falls die sich da mal entscheidet. Deshalb also das wird nicht irgendwie aufdiktiert, dass da irgendjemand, meine Kinder dort das Ding übernehmen müssen. Ja, deshalb müssen wir schauen, dass wir in unserem Betrieb den Betrieb so aufbauen, dass am Ende, egal wie weitergeht, ob mit Geschäftsführern, wie auch immer. Ja, also aber da bin ich heute, ich glaube mal 5 Jahre zu früh an der Stelle. Ich denke darüber nach, aber ich denke, das wird jetzt ein Prozess über die nächsten 5 bis 10 Jahre werden. Das hast du gesagt, du bist um halb 6 in der Arbeit, sowas, ja. Du gehst um halb 6 heim, also du hast einen vollen, durchgezogenen Tag. Hast du da überhaupt noch Zeit für Hobbys? Und hast du ein Hobby? Oder das Gerüstbau? Ja, das wäre super, wenn ich noch Gerüst bauen würde. Ja, also dann wäre das natürlich auch, dann hätte ich ein bisschen mehr Fitness an der Stelle. Nee, also meine Hobbys, die sind weniger geworden. Ein Hobby davon ist, ich bin leidenschaftlicher Pizzabäcker. Ich mache selber Teig und mache alle Zutaten zusammen und habe da so eine kleine Gartenhütte und da wird das eine oder das Öfteren einfach mal eingeladen und dann mache ich Pizza an der Stelle. Hobbys, ja, ich gehe auch mal spazieren, ich laufe auch mal, aber ich bin jetzt nicht der Leistungssportler. Früher habe ich mal Fußball gespielt. Ja, ich bin ab und zu mit meinem Sohn am Fußball, am Kicken, ja, im Garten aufs Tor. Aber dass ich jetzt jeden Tag irgendwo in die Muckibude renne, das ist nicht der Fall, ja. Du hast schon recht, also Gerüstbau ist mein Hobby und meine Leidenschaft. Ich denke da immer dran. Man könnte ja sagen, okay, wir arbeiten von der Früh bis abends, aber so ein Unternehmer, der denkt am Wochenende und manchmal beim zu Bett gehen und in der Früh ja auch schon an das Arbeiten. Manchmal ist es einfach sind es die Sachen, die einen belasten, aber ganz oft sind es ja auch die Sachen, wo man neue Ideen hat und wo man motiviert ist und wo man sagt, Gott, jetzt habe ich wieder eine Idee und das muss ich umsetzen oder da muss ich morgen mit einem Kollegen reden oder muss ich mir eine zweite Meinung einholen oder probieren. Ja. Jetzt, wie gehst du so mit Stress um und Druck? Also es kommt ja von allen Seiten, kommen die Mitarbeiter zu dir und haben Fragen und sind ungeduldig. Wie gehst du damit um? Das ist natürlich keine leichte Situation mit diesem Druck oder mit diesen Herausforderungen umzugehen. Ich habe mir aber in letzter Zeit angewohnt, einfach nicht zu lange über das Vergangene zu philosophieren und was alles schlecht gelaufen ist. Also dieses typische Rückspiegelschauen, immer nur in der Vergangenheit. Wenn wir mit
Kollegen reden oder wenn auch Mitarbeiter kommen und wir haben Herausforderungen, Schrägstrich Probleme, dann erwarte ich auch, dass wir zusammen eine Lösung über Lösungen reden. Ja? Und ich erwarte auch als Geschäftsführer, dass nicht jemand bei mir Probleme abkippt, sondern er muss auch mitarbeiten, ja, an den Problemen, weil ich stecke ja meistens im Detail nicht mit drin, so, und wenn jede Abteilung bei mir ihre Sorgen ablehnt, erst ohne dass sie da auch mit einer Lösung, sage ich jetzt einmal, arbeiten, dann werde ich bald gar nichts anderes mehr tun, als nur Probleme zu lösen oder Herausforderungen anzunehmen. Was war dein längster Urlaub jetzt in den letzten 20 Jahren mit deiner Familie? Also der längste Urlaub war wirklich 3 Wochen Sri Lanka. Da habe ich aber noch das war 2012. Da hatte ich ein super Erlebnis. Da war mein Tinnitus auf einmal weg. Nach 3 Wochen hatte ich kein Tinnitus mehr. Aber im Landeanflug auf München war er dann wieder da. Und ansonsten, ich mag nicht so lange Urlaube. Ich mag lieber öfters mal kurze Urlaube. Wir sind auch so ein bisschen auf den AIDA-Trip gekommen mit den Kindern. Das ist auch eine coole Sache, wo wir dann jeden Tag eigentlich über Nacht dann auf See sind. Am nächsten Tag bist du dann in den nächsten Hafen irgendwo, wenn du da im Mittelmeer umeinander schipperst. Finde ich eigentlich eine coole Sache. Ich wäre da gar nicht so drauf angesprungen, aber meine Frau hat das, ich sag mal, initiiert und das haben wir jetzt schon 3-mal gemacht. Ja. Ich war dieses Jahr das erste Mal mit meinem Sohn und meiner Tochter mit den Kindern. Waren 6.000 Leute drauf, das war mir irgendwie zu viel. Ja, ich möchte mehr ruhigeren Urlaub. Ja, ich war jetzt eine Woche in Madeira, es war sehr schön und haben mich jetzt meine Frau mal endlich überredet, dass wir nächstes Jahr mal gleich den Urlaub mal im März schon buchen, ja. Dass meine Frau gar nicht begeistert von sowas. Weit voraus. Also ich könnte jetzt die ganze Urlaube fürs nächste Jahr 3-4 Urlaube reinbuchen. Immer 1-2 Wochen, das ist meine Frau nicht der Typ. Die möchte in ihrem Garten zu Hause sein. Daheim ist ja auch schön. Ja. Ja, wenn wir es so sehen, ist es ja im Sommer musst du eigentlich nicht wegfahren, weil wenn du einen Garten hast, dann ist es ja wirklich schön. Also mein Ziel ist es eigentlich, dass ich das irgendwann hinbekomme, eigentlich in den Schlechtwetterzeit im Januar, Februar eigentlich dort eigentlich mal mehr Urlaub zu nehmen. Das ist natürlich, gestaltet sich schwierig, wenn meine Kinder ja schulpflichtig sind. Das wird noch ein bisschen dauern, aber das ist schon ein großes Ziel, da in dieser Zeit dann auch mal weg zu sein. Ja. Jetzt bist du jetzt auch, oder beschäftigst du dich mit Auszubildenden und hast du Auszubildende? Wir haben Auszubildende, ja, aber also wir hatten schon mal mehr, ja, aber ich sage jetzt mal, die letzten Jahre wird die Nachfrage, ich sag mal, in den Gerüstbau. Wir sind ziemlich ländlich hier, wir haben da nicht, sagen wir mal, so den Zulauf. Wir würden gerne ausbilden, aber oft scheitert es halt auch daran, dass wenn die Lehrlinge, die Azubis sich dann erkundigen und die Schule ist von uns 300 Kilometer weg, dass das oft schon dann da im Keim erstickt wird. Die wollen da nicht weg, sind ja teilweise 16 Jahre alt, dann überbetriebliche noch. Das macht uns hier auf dem Land schon Schwierigkeiten, da überhaupt jemanden zu finden, der dann in die Gerüstbauausbildung dort 300 Kilometer entfernt hinfährt. Ja, das macht uns Schwierigkeiten. Ich glaube, wir hätten dort bessere Chancen, wenn es jetzt im Umkreis von 100 Kilometer was gäbe oder noch näher. Wir haben ja München, Augsburg, Ulm. Klar, das sind jetzt auch keine Riesenstädte, aber das wäre natürlich schön, hier unten was zu haben. Aber klar, so viel Gerüstbauaufkommen, Lehrlingsaufkommen gibt's ja wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht wäre es mehr, wenn wir dort was hätten. Okay. Was möchtest du so noch erleben in deinem Leben? Du bist jetzt 50, hast Halbzeit, ja.
Halbzeit, was möchtest du noch so erleben? So, also mal so privat gesehen und mal so geschäftlich gesehen. Boah, okay. Also geschäftlich gesehen würde ich sagen, hoffe ich mir, dass das, was ich mir vorgenommen habe, äh, diese Firma dahin zu führen, wo sie eine Marke ist und dort sich fest im Markt reinbrennt, das ist so die Vision und das möchte ich erleben, ja. Also das werde ich die nächsten Jahre geschäftlich begleiten und das ist mir ein Herzenswunsch. Aber das wird sich ja die nächsten 10 Jahre abspielen. Ich habe jetzt keine Ambitionen mit 75 jetzt hier noch, ich sag mal, jemand noch was anzuschaffen. Ja, also ich möchte ja die jungen Wilden formen, um dort Menschen und Mitarbeiter zu haben, die in meine Fußstapfen steigen, die das eine oder andere von mir lernen, was ich zu bieten habe und da natürlich sich für die Firma reinhauen, ja, und das weiterführen. Das ist so das Geschäftliche. Und natürlich will ich ja auch versuche ja ein bisschen ein Vorbild zu sein für andere und zum sagen, okay, komm, vielleicht machen wir es ein bisschen so, wie der Martin Schäfer das macht. Das kann ja nicht so verkehrt sein. Da, ja, das würde ich mir, also das ist auch so ein Ziel von mir, ja, dass wir auf jeden Fall Vorbild für andere sein können Okay. mit unserer Unternehmung. Jetzt haben wir es. Und im Privaten? Im Privaten, ja, Auch. im Privaten hab ich schon einen Wunsch. Ich bin ja eigentlich immer am Arbeiten gewesen. Also im Privaten wäre es mein Wunsch mal, keine Ahnung, auch wieder irgendwie so, ja, hört sich verrückt an, irgendein altes Haus zum Kaufen, um das zu renovieren, um mal wieder selber alles selber zu machen und einfach selber zu arbeiten, ja, und verschiedene Sachen zu machen, einfach die verschiedenen Gewerke, ja, und da hätte ich richtig Spaß drauf. Vielleicht ist dann mein Sohn so weit, dass man da miteinander da was machen kann und dass man da Spaß hat, ja, also das ist sowas. Und natürlich, klar, ich will auch mehr Urlaub und mehr Freizeit und vor allem will ich für meine Kinder auch da sein, ja, wenn sie mich brauchen. Ja, das ist mir auch genauso ein Herzenswunsch. Also da kannst du dich an den Stefan Grund wenden in Erfurt. Ja, Mhm. er hat sich ein Schloss gekauft und hat das selber außen umgebaut. Ja, Vielleicht, sehr gut. vielleicht denkst du mal drüber nach, Neuschwanstein zu übernehmen. Ist da auch Na, danke. Ja. Du kannst dein eigenes Gerüst hinstellen, Ja. ständig, ja. Ähm, Was hast denn du jetzt noch mal so 3 Tipps an deine Berufskollegen? Drei Tipps an meine Berufskollegen. Ja, der erste Tipp ist auf jeden Fall mal, dass ich sage, überlegt euch, ob ihr es noch richtig tut und ist das Richtige, wie ich es vor 20 Jahren, vor 10 und vor 5 Jahren gemacht habe. Ich überlege mir jeden Tag, ob ich gestern richtig gehandelt habe oder ob ich es gestern noch richtig gemacht habe, ja. Also, nicht stehen bleiben, ja, sich was zu trauen, auch mal was zu ändern. Ich selber habe bei dem Thema natürlich in meinem eigenen Betrieb natürlich auch die Mitarbeiter, die sagen schon wieder, jetzt hat er schon wieder was Neues, jetzt machen wir schon wieder was Neues, jetzt machen wir es schon wieder anders. Aber wenn ich halt weiß, wie irgendwo was besser geht, ja, dann kann ich doch nicht, weil ich jetzt vor einem halben Jahr gesagt habe, jetzt machen wir es so, oder vor 10 Jahren das gesagt habe, ja, deshalb kann ich doch das so stehen lassen, nur weil ich dann zugeben müsste, dass ich mich geirrt habe. Ja, Beispiel an der Sache, Mitarbeiter kommt, sagt, du, ich habe ein Problem, ich habe in Gerüstbau unterwiesen. Der hat gesagt, nee, der Martin hat vor 15 Jahren gesagt, ich soll das so machen.
So, und so mache ich das. Ja, also typisches Beispiel. Wir müssen uns weiterbilden, wir müssen weiterkommen, wir brauchen dann eine offene oder eine klare Sicht auf die Dinge. Und als zweites eben, ja, Ziele. Ihr braucht Ziele. Ja, meine Ziele waren nie der Porsche oder das Schloss oder relativ viel Vermögen anzuhäufen. Mein Ziel war eigentlich immer, da was, ich sag mal, zum Haben, eine Firma zu haben, ja, die teilweise auch Vorbild sein kann und die einfach gut dasteht und über die gut geredet wird. Ja, das war immer mein Ziel, dass das, ja, dass man da immer gut über uns redet, ja, stimmt. Und das ist eigentlich beinhaltet, ist so ein bisschen Teil des zweiten. Ähm, Ich glaube, wir müssen uns einfach im Gerüstbau professionalisieren. Ja, wir müssen uns abheben von dem Standardgerüstbauer. Und wenn wir die Akzeptanz von unseren Kunden haben wollen, dann können wir das nicht mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem Preis tun oder mit einem, ich sage jetzt mal, mit dem ständigen Unterbieten tun. Wir sollten uns fragen, was will denn der Kunde wirklich? Was braucht er? Ja? Braucht er wirklich nur das günstige Gerüst oder braucht er vor allem Beratung? Braucht er die richtige Lösung? Ja? Und da habe ich für mich so erkannt, dass ich sage, okay, wir bauen kein Gerüst mehr auf, ohne dass es vorher geplant ist und dass unser Kunde sieht, was er bekommt. Ja? Und das ist einfach viel stressfreier, das Ganze. Ja? Jeder weiß eigentlich ganz genau, um was es geht. Ja? Der Kunde kann das seinen Gerüstnutzern übergeben, die Planung. Die können drüber schauen und das hilft eigentlich ungemein, eigentlich das Gerüst auch sicherer zu machen. Und das ist auch so ein Thema. Wir haben eine TRBS, wir haben qualifizierte Personen, die als Gerüstnutzer unser Gerüst in Augenschein nehmen sollten. Wenn das ein bisschen besser gemacht würden viel mehr, ja, vielleicht auch unsere Kunden und Bauherren mehr auf diese Werk- und Montageplanung gucken und würden die sich auch liefern lassen, weil die hat einfach ein unglaubliches Sicherheits- und Qualitätsmerkmal. Also was wir, seit wir jetzt über 6 Jahren das so machen, einfach bemerkt haben, dass unsere Gerüste schon noch, ich sage jetzt mal, teilweise rückgebaut und Sachen da Seitenschutz entfernt werden. Aber seit wir kategorisch ich sag mal, den Bedarf der Nutzer uns anschauen, welche Montage-Zwischenzustände dort das Gerüst bespielen muss, mit welchen Konsolen, wann kommt das Innenländer, welche Verankerung, Ergonomie, haben wir lange nicht mehr diese Veränderungen an unseren Gerüsten, die wir früher hatten. Ja. Und ich sage jetzt mal, gibt so eine Zahl von 6.000 Abstürzen von Gerüsten, also nicht Gerüstbauer. Also es geht von, ich trete in die offene Durchstiegsluke, bis ein Seitenschutz ist weg, bis ich von kleinsten bin nur runtergesprungen. Es gibt 6.000 Absturzunfälle. Ich glaube, die sind halt größtenteils immer wieder auf eigentlich Gerüste zurückzuführen, die einmal gut erstellt wurden, die aber dann von jemand, ich sage jetzt einmal, sabotiert wurden, Seitenschutz raus, irgendwas gemacht. Und da passieren eigentlich die meisten Unfälle. Und wenn die qualifizierte Person hier bestellt würde und hier auch ihren Job machen würde, der Gerüstnutzer, dann glaube da an der Stelle wird sich die Berufsgenossenschaft viele, ich sage jetzt mal, Berichte sparen können. So, ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen an dich, aber ich habe jetzt 2 Fragen noch, die mir sehr am Herzen liegen. Und
Es ist so, dass ich mitbekommen habe durch die ganzen vielen Podcasts und Gespräche, die meisten Gerüstbauunternehmer oder Unternehmerinnen sind einmal schon geschieden. Also bei mir ist es auch so, ich bin einmal geschieden und habe meine zweite Frau. Mal ganz eine persönliche Frage an dich. Ist es auch schon deine zweite Frau oder vielleicht schon dritte Frau, weil du so viel im Büro bist? Oder klappt die Ehe, weil du so viel im Büro bist? Das ist manchmal auch so. Nein, also es ist meine erste Frau und mittlerweile kenne ich sie 25 Jahre lang. Wir sind seit fast 10 Jahren verheiratet und so soll es auch bleiben. Gut. Bekommst du auch genügend Lob von deiner Frau? Ja, natürlich bekomme ich Lob von meiner Frau. Aber auch genug Schimpfe, wenn ich zu spät komme. Gut. Jetzt mit dem Thorsten Warner ist es ja fast jetzt ein Jahr her. Er war auch 50, ja, ist in der Früh vom Sofa aufgestanden, weil er auf dem Sofa in der Nacht geschlafen hat und ist dann umgefallen und war tot. Hast du einen guten Notfallplan? Einen ausgearbeiteten, wo deine Frau dann in deinem Namen auch das Unternehmen weiterführen kann? In dem Fall muss ich sagen, dass wir da dran sind, aber es ist noch nicht fertig. Ja, also wir sind da dran, aber ich bin noch nicht fertig. Müsste ich anlügen, wenn ich sage, ich habe alles fertig. Gut. Aber ich bin sensibilisiert und bin dran. Gut, dann lege ich dir das echt zum Herzen. Das ist was ganz Wichtiges. Und man schläft, also ich habe das seit 10 Jahren, man schläft auch ruhiger. Ja. Man weiß, was dann kommt, ja. Vielen Dank, Martin. Ich hätte so viele Fragen noch an dich, dass wir sogar einen zweiten machen können. Vielleicht komme ich später auf dich zurück. Kannst du mir noch jemanden empfehlen, mit dem, wo ich den nächsten Podcast machen soll? Ich bräuchte dringend mal wieder eine Frau. Eine Frau? Das ist ja... Unternehmerin und Frau. Unternehmerin und Frau, schwierig. Eine Frau. Da müsste ich mal mit meiner Frau sprechen, weil die war mit ganz vielen Frauen zur Fachfrau im Gerüstbau. Haben die mal vor 10 Jahren da so eine Reihe gehabt. Da kann ich dir höchstens eine Frau nachliefern. Okay, im Moment kann ich da leider nicht dienen. Dann lieferst du mir eine Frau nach. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Sehr gerne. Dass du teilgenommen hast. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like, weitererzählen, weiter kommentieren. Und wir suchen natürlich noch, ich und Dirk, noch weitere Teilnehmer hier am Podcast. Ihr könnt euch selber melden. Wir haben wirklich ganz gute Zugriffszahlen und unsere Kunden, deine und meine Kunden, sehen das natürlich und sind davon begeistert. Sehr gut. Ich danke dir, mein lieber Walter. Das war Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch.